Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Shirin. Bei mir herrscht das Chaos. Ich bin Mutter von 2 kleinen Kindern und hatte immer ein Problem, Ordnung zu halten und habe dies mit der Fly Lady Methode hinbekommen. Ich hatte euch letzte Woche ein Video gemacht zum Thema Fly Lady für Einsteiger, was so die Basisschritte sind, und daran knüpft jetzt dieses Video an. Das ist sozusagen Teil 2. Wenn du den ersten Teil nicht gesehen hast, schau ihn dir nochmal an. Ansonsten beginne ich direkt mit dem zweiten Teil. Im letzten Video hatte ich dir bereits erklärt, dass wir die Minischritte ganz wichtig uns aneignen sollen, weil die Minischritte sind die Tätigkeiten im Haushalt, die wir so oder so vollziehen. Also sowas wie Wäsche waschen, Betten machen und so weiter, Anziehen von Kopf bis Fuß, das sind alles Minischritte. Und diese Minischritte, wenn wir sie dann tagtäglich befolgen, und das sollen wir machen, morgens und abends in den Routinen, dann werden sie zu festen Gewohnheiten. Wenn die Gewohnheit richtig sitzt, dann läuft das ganz automatisch ab, das Programm, ohne dass du dir darüber noch Gedanken machst. Das heißt, du hast dann Aufgaben verinnerlicht, die dich ganz automatisch morgens dieses Programm ablaufen lassen und du weiter vorankommst im Haushalt. Du solltest ja immer anfangen, erst einen Schritt nach dem anderen zu setzen. Wenn erstmal eine Routine funktioniert oder beziehungsweise eine Schrittabfolge funktioniert, nimmst du dir den nächsten Schritt zu. Wenn das noch nicht funktioniert, dann lässt du das erstmal weg oder du bleibst auf der Basis und versuchst erstmal, dass diese Schritte funktionieren. Ich hatte im letzten Video ja darüber gesprochen, was so die wichtigsten, essentiellsten Geschichten sind, und heute wollen wir daran anknüpfen. Eins vorweg: Mit der Zonenreinigung scheinen die meisten das Problem zu haben, nicht nachvollziehen zu können, wie das funktionieren soll. Ich habe das in sämtlichen Videos schon in den Kommentaren gelesen, dass da immer wieder die Frage aufkommt, wie soll das ausreichen, alle 5 Wochen nur einen Bereich zu putzen? Und an dieser Stelle kann ich sagen, vertraue dem System, es wird funktionieren. Du kannst oder darfst nicht von der jetzigen Ausgangssituation ausgehen. Bei mir am Anfang konntest du keinen Schrank aufmachen, ohne dass dir etwas entgegenfällt. Die Schränke waren vollgestopft mit verschiedensten Sachen, nichts hatte einen richtigen Platz. Du beginnst 5 Tage lang in einer Zone jeweils 15 Minuten zu investieren. Da gehen wir so vor, dass wir Schrank für Schrank, Schublade für Schublade uns vornehmen. Am Anfang, habe ich ja gesagt, macht es halt Sinn, sich von außen nach innen zu arbeiten, einfach damit man dieses Erfolgserlebnis besser sehen kann, fassen kann, für die Motivation ein bisschen mehr zu haben, dass man halt sieht, oh, die Fronten glänzen wieder, also so dieses, ne, erstmal für den Kopf sozusagen. Wenn man damit durch ist, das dauert ja meistens nicht so lange, halt Schränke von außen zu putzen oder so, dann kommst du ja in die Tiefenreinigung. Wenn du in der Tiefenreinigung angekommen bist, dann fängst du ja an, Schrank für Schrank, Regal für Regal, Schublade für Schublade zu bereinigen. Das funktioniert so: Du nimmst die Schublade, du räumst die Schublade aus, du schmeißt alles weg, was du doppelt und dreifach hast, alles, was du nicht benötigst, und versuch da so wenig Zeit wie möglich zum Überlegen aufzuwenden. Stell dir einige kleine Fragen. Brauche ich das unbedingt? Wann habe ich es zuletzt gebraucht? Werde ich das übermorgen benötigen? Ist es unersetzbar? Etwas, was mich glücklich macht? Muss es da sein? Wenn das nicht der Fall ist, dann schmeiß es weg. Und das ist egal, was es gekostet hat. Den Rest, den du dann behältst, versuchst du in Körbe zu unterteilen. Man muss jetzt nicht am Anfang losgehen und sich gleich einen Haufen Ordnungsboxen kaufen. Macht auch keinen Sinn, weil bevor du nicht ausgemistet hast, weißt du auch noch gar nicht, wie du was unterteilen möchtest. Du kannst aber mit ganz anderen Sachen arbeiten. Wie nimm dir einen Schuhkarton oder schneid dir aus Pappe Fächer zurecht, was auch immer du tust, das ist völlig egal. Aber versuch deinen Schrank oder deine Schubladen zu unterteilen. Das Unterteilen hilft dir dabei, die Sachen kategorisch anzuordnen und somit auch Ordnung zu halten. Unordnung entsteht halt meistens durch 2, 3 Sachen. Und zwar zum einen, weil man einfach zu wenig Platz hat und dass man aufgrund dieses Platzmangels Sachen einfach woanders reinstopft, wo eben gerade Platz ist. Und so findet man die Sachen halt auch nicht wieder. Kauft auch entsprechend manche Sachen doppelt und dreifach. Wenn du erstmal diese Ordnung geschaffen hast, sagen wir jetzt beispielsweise, die Schublade ist jetzt einmal komplett neu organisiert. Also die Schublade wurde ausgewischt, ausgeputzt. Du hast da jetzt deine Fächer, wo du deine Sachen reinsortierst, wie ich schon sagte, Kabel zu Kabel, Batterien zu Batterien, Tesafilm zu Tesafilm, Büromaterial zu Büromaterial. Also wenn du einfach das schaffst, wirklich das Ganze kategorisch zu sortieren, dann bleibt das auch ordentlich. Also das heißt, du machst dir zwar einmal diese 15 Minuten Arbeit an diesem Tag für diese Schublade, diese Schublade wird dann aber auch für die nächsten Monate ordentlich bleiben, weil sie ja sozusagen einmal general überholt ist. Und wenn du weiterkommst im System, wenn du diese Zonenreinigung regelmäßig betreibst,
dann ist es natürlich nach einem Monat, wirst du keine großen Ergebnisse sehen. Vielleicht auch noch nicht im zweiten Monat. Aber im dritten, vierten oder fünften Monat wird sich schon sehr, sehr viel verändert haben. Wie gesagt, du konntest bei mir in meinem Zuhause an keinen Schrank rangehen, ohne dass was rausgefallen ist. Jetzt ist ein Jahr vergangen. Jede Schublade oder jeder Schrank ist übersichtlich. Es ist alles irgendwie kategorisiert. Es mag sein, dass da immer noch mal irgendwas zu viel drin ist und auch ich muss trotzdem noch ausmisten. Definitiv, aber es ist dennoch grundlegend ordentlich und es hat grundlegend alles seinen Platz. Und das auch ohne, dass ich da regelmäßig putze. Das heißt also, du wirst nach und nach Ordnung reinbekommen und wenn diese Ordnung erstmal steht, dann brauchst du da auch nicht zwingend jeden Tag ranzugehen. Durch diese Routinen, die wir ja auch noch tagtäglich dazu verfolgen, also unsere Morgen- und Abendroutinen, halten wir sozusagen dieses Level. Genau das gleiche gilt auch fürs Badezimmer, weil für viele es befremdlich ist, ich soll nur alle 5 Wochen mein Badezimmer putzen, das ist ja eklig oder so. Das ist vielleicht so theoretisch richtig, aber praktisch ist es doch ganz anders, weil wir haben eine gute Ausgangssituation. Sagen wir mal, du hast jetzt gerade die Zonenreinigung Badezimmer hinter dir. Du hast da komplett die Armaturen auf Hochglanz geputzt, du hast die Badewanne auf Hochglanz geputzt, die Regale sind sauber, es ist alles sauber, es ist entstaubt, geputzt, gewischt, wunderbar, die Fliesen sind schön. Tipptopp. Wenn du da jetzt jeden Tag in diesem sauberen Badezimmer mit dem Swish and Swipe, also mit unserer Morgenroutine lang gehst, du wischst ja jede Fläche, die irgendwie mit Wasser in Berührung kommt, Wassertropfen auf dem Unterschrank vom Waschbecken beispielsweise, die wischst du ja jeden Tag weg. Das heißt, dieser Bereich bleibt sauber. Die Dusche und die Badewanne, jedes Mal nach der Benutzung wird sie einmal abgetrocknet. Das heißt, du hast keine Wasserflecken auf den Armaturen. Das bedeutet wiederum, du hast keine Kalkflecken. Das wiederum heißt, es bleibt sauber. Es ist sauber. Die Toilette putzen wir ja täglich beim Swish and Swipe. Und durch die Haussegnung oder das Homeblessing oder auch Hausputz, wie auch immer man das nennen möchte, einmal die Woche, staubsaugen und wischen wir ja auch den Boden. Also man muss es einfach versuchen loszulassen von diesem ursprünglichen Gedanken, wie wir es sonst handgehabt haben, mit diesem, ich brauche aber diesen Wochenputz, wo ich einmal richtig schön das Bad putze. Das benötigst du einfach nicht mehr. Weil halte dir vor Augen, wenn es sauber ist, und du jeden Tag was dafür tust, dass es sauber bleibt, dann bleibt es auch am Ende des Tages sauber. Und wenn ich alle 5 Wochen das Badezimmer putze, ich habe da auch ein Video, ich glaube beim Zonenreinigung Badezimmer oder so, da habe ich euch auch einmal gefilmt, wie das Badezimmer nach 5 Wochen ungeputztem Zustand aussieht. Und ich denke, es war trotzdem eine sehr gute Ausgangssituation. Dann dauert auch das Putzen nicht mehr lange. Ich erzähle euch einfach mal, wie es bei mir ursprünglich war. Ich habe früher in Vollzeit gearbeitet und ich habe meistens in der Woche oder in den Arbeitstagen eigentlich so gut wie gar nichts gemacht für den Haushalt. Also nur das wirklich Allernotwendigste, aber auch nicht mehr als das. Ich habe auch nie meine Armaturen sauber geputzt. Ich habe mir auch nicht die Wäsche oder die Klamotten für den nächsten Tag rausgelegt. Und so sah dann mein Tagesablauf aus. Ich bin morgens aufgestanden, habe erstmal wie wild mir 5, 6 verschiedene Outfits aus dem Schrank geholt, unter Zeitdruck natürlich, habe die Sachen dann meistens auf dem Bett liegen lassen. Das Bett war auch nicht gemacht, also die Sachen lagen dann da rum und ich habe das Haus halt fluchtartig verlassen, habe dann auch das Geschirr stehen lassen, wenn ich gefrühstückt habe oder so und bin einfach gegangen und habe mir dann schönes Chaos hinterlassen als Begrüßung, wenn ich dann das Haus wieder betreten habe. Abends bin ich dann nach Hause gekommen, ich war todmüde von der Arbeit, da konnte mich nichts mehr motivieren, aufzustehen und dann mich noch um die Hausarbeit zu kümmern. Das heißt, ich habe, wie gesagt, nur das Notwendigste gemacht, eventuell noch das Geschirr irgendwie vom Morgen weggeräumt in die Spülmaschine, aber ich habe tatsächlich so nicht mehr viel für den Haushalt gemacht. Ende vom Lied war dann, dass ich dann am Samstag, so an meinen freien Tagen, dann die Zeit aufwenden musste, um sozusagen alles zu bereinigen, was ich halt die ganze Woche aufgeschoben habe und nicht getan habe. Also da musste halt bei mir wirklich wöchentlich geschrubbt werden, weil die Armaturen waren verkalkt oder überall waren Wasserflecken. Es sah halt schmuddelig aus. Die Küche, ich hatte Fettspritzer auf den Fliesen. Ich musste dann halt richtig mit Fettreiniger rangehen und die Fliesen schrubben. Ich musste das Bad schrubben. Ich musste mit Kalkreiniger rangehen. Einfach nur das zu bereinigen, was ich liegen gelassen habe. Und ich bin da noch nicht mal weitergekommen im Prozess. Also ich habe es ja gar nicht mehr geschafft, da irgendwo mal in die Schränke zu gehen und dort zu putzen. Und am Sonntag war da meistens noch so ein Waschtag. Ja, da habe ich dann 5 Maschinen oder 6 Maschinen dann am Stück gewaschen. Und ja, eigentlich war damit mein Wochenende gelaufen. Also ich hatte weder ein schönes, erholsames Wochenende, noch habe ich ja irgendwie was genießen können. Ich war eigentlich nur damit beschäftigt, Sachen abzuarbeiten, die ich die ganzen Tage aufgeschoben habe. Durch diese Zonenreinigung, wie gesagt, oder auch durch diese Routinen, kommt das alles halt gar nicht so weit. Und deswegen brauchst du auch keine großen, langen Putztage mehr.
Wenn ich jetzt koche, wenn ich klecker, ich nehme mir den Lappen und wische das sofort weg. Wenn ich irgendwelche Sachen anbrate und ich sehe schon, dass die Fettspritzer da an die Fliesen spritzen, dann nehme ich mir den Lappen und wische das sofort weg und es ist sauber. Früher habe ich es nicht getan und musste dann am Samstag Fettreiniger einsprühen, einwirken lassen und danach mit dem Schwamm rangehen und schrubben, 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 bis dann halt alles sauber wird. Was de facto, wenn man es sofort macht, wenige Sekunden dauert, hat dann aber am Ende der Woche mehrere Minuten gedauert. Das Paradoxe daran ist ja auch, also du machst schon weniger und am Ende brauchst du auch nicht mehr so lange zu putzen. Jede Hausarbeit von dir, die du jetzt machst, die lange, lange Zeit beansprucht mit der Zeit, je länger du in diesem System bist, immer, immer weniger Zeit. Und das ist halt genau der Punkt. Das mag sein, dass es am Anfang einem so vorkommt, mit 5 Tagen die Woche und 15 Minuten komme ich nicht weiter in der Zonenreinigung. Das ist am Anfang auch richtig, aber trotzdem gib dem Zeit, bleib dran. Du wirst sehen, es wird sich nach und nach schleichend alles irgendwie bereinigen. Irgendwann sind alle deine Schränke im Haus einfach schon abgearbeitet, weil man überall schon mal dran war. Die Ordnung hält dadurch länger, weil du hast ausgemistet, ausgewischt, sauber gemacht, die Sachen kategorisiert. Das heißt, es bleibt auch dauerhaft ordentlich und dann hast du auch einfach nicht mehr den Zeitaufwand dahinter. Du musst ja dann nicht mehr einen Chaosschrank beheben. Das sind dann Kleinigkeiten, die du dann mal hin und her räumst oder was dir dann auffällt. Deswegen, es funktioniert durchaus. Man muss erstmal in den Prozess reinkommen und du wirst wirklich begeistert sein, dass das wirklich funktioniert. Dann gibt es halt noch eine Anregung in dem Buch von der Fly Lady Methode, dass man halt so ein Control-Journal oder auch Control Journal halt anlegt. Das ist sozusagen ein Ordner oder ein Hefter. Das soll auch nichts Spektakuläres sein. Also so könnte zum Beispiel dein Kontrolljournal aussehen. So sah zumindest meins in etwa aus. Das ist ein ganz normaler Hefter. Wie gesagt, es soll nichts Spektakuläres sein. Wir sollen uns nicht noch mehr verzetteln und noch mehr Arbeit machen, sondern einfach nur so eine kleine Checkliste haben, wo wir uns Sachen gerade am Anfang aufschreiben, wo wir uns noch nicht so gut mit diesen Begrifflichkeiten auskennen, einfach zum Nachschlagen. Hier hatte ich zum Beispiel mir die Morgen- und Abendroutinen aufgeschrieben, die ich damals übernommen hatte. Zum Beispiel die Babyschritte, die in die Morgenroutine fallen, die Babyschritte, die in die Abendroutine fallen. Dann habe ich immer abgehakt, was habe ich davon erledigt. Habe ich irgendwo in irgendeinem Punkt weniger abgehakt, wusste ich halt, okay, dieser Schritt funktioniert nicht, habe den rausgenommen und habe dann mir einen anderen Schritt hinzugenommen, der halt anfangs besser funktioniert hat, weil wir wollen ja gerade am Anfang erstmal überhaupt Routinen aufbauen. Wenn diese Routinen sitzen, dann wird es ganz einfach, neue Babyschritte hinzuzufügen. Aber man muss erstmal nur reinkommen in dieses Gewohnheiten, dass man halt gewisse Programmabfolgen sozusagen durchläuft. Dann hatte ich hier unten noch einen Bereich für wichtige Termine. Das war auch sehr hilfreich. Da kann man halt Geburtstage einschreiben, wenn man noch irgendwie was besorgen muss, wenn man noch zur Post gehen muss, wenn man eine Rechnung überweisen muss oder sonst irgendwas. Also das, was halt für die jeweilige Woche ansteht, habe ich hier unten reingeschrieben und somit konnte ich dann halt besser für die Woche planen, auch im Hinblick auf den Tagesfokus. Dann gibt es hier noch eine Liste mit der Zonenreinigung für meine Wohnung. Also ich hatte mir jetzt halt diese Punkte aufgeschrieben. Das ist auch dir überlassen, was du dir aufschreibst. Du könntest zum Beispiel auch den Punkt nehmen, wann habe ich zuletzt Doppelpunkt und könntest dann einfach die Sachen daneben schreiben. Das soll eigentlich nur der Kontrolle dienen, so dass man die Punkte auf dem Schirm hat und nicht wieder eine Ewigkeit vergeht, bis man wieder rangeht, sondern dass man halt versucht, schon alle 3 Monate oder alle 6 Monate gewisse Punkte zu bereinigen. Ansonsten hatte ich mir das halt hier aufgeteilt in Monate sozusagen, wie ihr seht. Und da habe ich mir halt einmal abgehakt, wann habe ich das halt zuletzt getan und konnte so halt immer für die nächste Zonenreinigung mir das vornehmen und gucken, alles klar, was wurde erledigt und was nicht. Das hier ist jetzt beispielhaft. Du kannst das anlegen, wie du willst. Es gibt keine Regel, es gibt keine Richtlinie, das musst du komplett nach deinen Bedürfnissen machen. Wenn du mit sowas gar nicht gut arbeiten kannst, dann kannst du es auch weglassen. Also es ist nur eine Empfehlung, es ist aber nicht eine zwingende Vorschrift, dass das damit super gut funktioniert. Also für mich hat es auch nur am Anfang gut funktioniert und später habe ich das auch nicht mehr verwendet, beziehungsweise ich benutze es jetzt nicht mehr. Dann hatte ich hier noch einen Bereich mit dem wöchentlichen Basisplan, also alles, was halt wöchentlich erledigt werden soll. Das Homeblessing, der Tagesfokus, Homeblessing und so weiter, das sind ja alles Tagesfokis. Ich glaube, Foki ist die richtige Mehrzahl. Also ihr wisst, was ich meine. Ansonsten hier nochmal beispielhaft, der Essensplan kann zum Beispiel hier mit rein. Du kannst auch anhand des Essensplans auch hier unten direkt eine Einkaufsliste machen. Ich hatte auch eine Zeit lang Post-its in meinem drinne, so dass ich die halt abziehen konnte und mitnehmen konnte zum Einkaufen. Und dann kannst du dir zum Beispiel auch noch, wie gesagt, das ist jetzt hier alles beispielhaft,
wichtige Kontakte zum Beispiel aufschreiben, der Arbeitsplatz, Kita, Schule, irgendwelche Telefonnummern, Passwörter etc. Alles, was du so zur Hand haben kannst oder jedes Mal, wenn du mit irgendeiner Behörde telefonierst, kannst du halt direkt dir die Telefonnummer aufschreiben, eine Mitgliedsnummer oder Bearbeitungsnummer oder was auch immer, kannst du dann immer direkt aufschreiben und dann hast du das halt griffbereit fürs nächste Mal. Dann brauchst du auch nicht in den Ordnern durchzuschauen. Das mache ich aber mittlerweile ja in meiner Ordnungsmappe habe ich ja diesen Zettel jetzt sozusagen drin. Das habt ihr vielleicht in meinem anderen Video gesehen. Also deswegen ist das für mich jetzt auch nicht mehr so von Wichtigkeit. Und ja, genau. Und dann kannst du dir halt noch irgendwie eine Seite machen mit Geburtstagen. Ist auch ganz hilfreich, wenn man gerade planen möchte oder so, dass man einfach so eine Übersicht hat, wer hat wann Geburtstag. Ich würde vielleicht noch empfehlen, dass man sich eventuell nochmal eine Liste reinpackt mit den Babyschritten allgemein oder halt mit detaillierten Putzlisten. Und vielleicht noch einen Kalender mit einer Monatsübersicht oder so, dass man da halt auch nochmal so ein bisschen einfach mal reingucken kann, wann ist was. So könnte ein Kontrolljournal aussehen. Du bist nicht gezwungen, ein Kontrolljournal zu führen, aber es ist vielleicht gerade am Anfang hilfreich, auch wenn du vielleicht mit diesen Begrifflichkeiten noch deine Probleme hast, dass du dir das einfach so ein bisschen aufschreibst und so deine Fly Lady Mappe hast, wo du einfach mal reingucken kannst, was ist was und was muss ich nochmal machen und was gehört in die Zonenreinigung oder welche Tage. Also letztendlich, das sind jetzt nur Anregungen, das kannst du handhaben, wie du es möchtest und genau, da gibt es keine feste Vorgabe. Dann gibt es noch den Basiswochenplan von der Fly Lady. Das ist halt auch etwas, was oft gefragt wurde, und zwar zum Thema Tagesfokus. Wir haben ja unsere Morgen- und Abendroutinen, das sind unsere täglichen Aufgaben. Dann haben wir die Zonenreinigung für 5 Tage in der Woche und dann gibt Fly Lady noch einen Basiswochenplan vor. Lasst euch aber davon nicht abschrecken. Das ist auch, dieser Basiswochenplan ist auch so ein bisschen also ist der Tagesfokus sozusagen. Du hast einen Tag in der Woche, den befolgen wir ja schon, das ist das Home Blessing, also der Hausputz, den wir machen, einmal einen Tag in der Woche für eine Stunde. Aber sie gibt dir halt auch an die Hand, dir für jeden Tag einen Fokus vornehmen sollst. Also sozusagen einen Tagesfokus. Ich zeige euch jetzt nochmal den Tagesfokus anhand meines Kontrolljournals. Also, der Tagesfokus bezieht sich ja auf wöchentliche Aufgaben und da soll man sozusagen jeden Tag eine Aufgabe zuteilen. Zum Beispiel ist der Montag beispielsweise hier der Homeblessing-Tag, wo wir eine Stunde lang unser Haus putzen. Dann könnte man den Dienstag zum Beispiel vornehmen, um Rechnungen zu zahlen oder Mittwoch für aufgeschobene Projekte. Donnerstag zum Beispiel Autos und Taschen aufräumen und freitags Termine, Besorgungen, Anträge und so weiter. Dann könnte man sagen, Samstag ist zum Beispiel Zeit mit der Familie oder so, sonntags ist ein Ausflugtag mit den Kindern. Also da bist du komplett frei zu überlegen, was dir halt da gut passt und gut funktioniert. Ich habe tatsächlich früher mich stur daran gehalten und es hat überhaupt nicht für mich funktioniert. Es macht mehr Sinn zu schauen, was stehen für wichtige Termine an und anhand dessen dann halt diese Tage festzulegen. Also wenn du weißt, du hast jetzt ein paar Rechnungen bekommen, die beglichen werden müssen, dann kannst du zum Beispiel sagen, alles klar, am Mittwoch mache ich dann einfach jetzt mal Online-Banking oder sowas. Ihr wollt zum Beispiel wegfahren, verreisen oder so, müsst noch Sachen erledigen oder Sachen einkaufen, dann kann man sagen, alles klar, am Dienstag mache ich jetzt die Erledigung. Also ich bin da ziemlich flexibel geworden und mache das alles nicht mehr über diese Überschrift oder unter dieser Überschrift, sondern ich merke mir einfach, okay, was muss getan werden und versuche dann diese Sachen mir dann halt auf die Woche aufzuteilen. Das ist nicht für jedermann gleichermaßen geeignet. Mach da ein bisschen so dein eigenes Ding draus, überleg dir, was davon passen kann. Also du sollst jedem Tag sozusagen in der Woche einen Fokus zuteilen. Halte das System so simpel wie möglich für dich. Wie gesagt, Fly Lady ist eine super Methode. Sie hat ja auch eine Internetseite, da kannst du auch rauf gucken. Die hat da ganz, ganz viele Vorschläge zum Thema Tagesfokus, zum Thema Zonenreinigung, zum Thema Babyschritte. Aber vergiss nicht, es sind Vorschläge. Und wenn man auf ihre Seite geht, dann mag man auch erstmal erschlagen sein. Ja, man versucht ja auch erstmal so viel wie möglich zu übernehmen aus diesem Prinzip, aber halt nicht alles funktioniert gleich gut. Und deswegen halte die Methode so simpel wie möglich. Ich würde also von daher jetzt nicht zwingend am Anfang mir jetzt noch die anderen Baustellen dazu nehmen und jetzt, okay, jetzt mache ich auch noch den Tagesfokus und jetzt mache ich noch dies und jenes. Versuch erstmal, deine Routinen sind das A und O, dass die funktionieren, Morgen- und Abendroutine. Als nächstes, dass deine Zonenreinigung gut funktioniert und dass dein Homeblessing funktioniert. Dein Homeblessing wird ja auch noch, ich hatte im letzten Video gesagt, dass es da erstmal nur ums Staubwischen und Staubsaugen und Bodenwischen geht. Wenn das erstmal funktioniert, dann ergänzt du das Ganze natürlich noch um die weiteren Schritte, die da waren, Bettwäsche zu wechseln, Türen und Spiegel zu putzen, die Mülleimer zu entleeren und so weiter. So, ergänze erstmal das System, deine Morgen- und Abendroutine, ergänze sie soweit es geht
und deine Zonenreinigung natürlich nicht zu vergessen und das Homeblessing. Wenn diese 3 Sachen wirklich reibungslos funktionieren, dann würde ich dir erst empfehlen, zum Tagesfokus überzugehen. Und ganz wichtig ist halt auch, du variier, wie gesagt, pass die Sachen an deine Bedürfnisse an. Versuch deine Routinen, versuch deine Zonenreinigung und auch das Homeblessing und so weiter an deine Bedürfnisse anzupassen. Versteif dich nicht darauf, was im Buch geschrieben ist, und versteif dich auch nicht auf ihre Webseite oder auch nicht auf das, was ich dir sage, sondern versuch einfach, das so ein bisschen als grobe Orientierung zu nehmen und selber dein Ding daraus zu machen. Überlege, wie funktioniert es für mich richtig. Zum Thema Zonenreinigung. Ich hatte da auch öfters halt die Frage, okay, ich habe ein größeres Haus, das schaffe ich nicht mit der Zonenreinigung. Wie soll ich das Problem angehen? Wie gesagt, ihr müsst alles auf eure Bedürfnisse zuschneiden. Jemand, der in einer Single-Wohnung wohnt, muss auch weniger Zeit aufwenden, als jetzt jemand, der natürlich in einem 200 Quadratmeter Haus lebt oder so. Da muss man natürlich auch realistisch sein und sagen, okay, dann brauche ich halt 5 Minuten mehr. Ne? Da musst du halt wirklich gucken, setz dir 5 Minuten dran. Ich meine, mit 20 Minuten am Tag ist auch nicht so wild. Wenn aber deine Morgen- und Abendroutinen laufen, dann wird es trotzdem ganz gut funktionieren und mit der Zonenreinigung kommst du auch weiter. Ich hatte zum Beispiel einen sehr, sehr hilfreichen Kommentar von einer Zuschauerin bei mir in den Kommentaren, und zwar war das die Ela. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Sie hatte zum Beispiel, ich habe es mal aufgeschrieben, sie hatte gesagt, dass sie auch ein großes Haus hat und oder ein Haus hat und dass sie sich zum Beispiel das Homeblessing so aufgeteilt hat, dass sie 20 Minuten Staubsaugt, 20 Minuten Staub wischt, 10 Minuten Boden wischen, 10 Minuten für Kleinigkeiten und alle 2 Wochen wechselt sie die Bettwäsche. Und fand ich super hilfreich. Vielen Dank auf jeden Fall für den Kommentar. Ja, da seht ihr halt auch, wie viel das ausmacht, wenn ihr eure Kommentare hinterlässt, wie ihr das handhabt, weil das kann wiederum jemand anderen helfen. Also wie gesagt, ich lerne auch von euch und wir lernen alle voneinander letztendlich. Es bleibt da jetzt erstmal nicht mehr viel zu sagen. Ich hoffe, du bist gut im System vorangekommen und kommst weiterhin gut weiter damit zurecht. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Es setzt sich nicht unter Druck. Es kommt alles mit der Zeit. Wie Fly Lady auch so schön sagt, das Chaos ist nicht von heute auf morgen entstanden und du wirst das Chaos auch nicht von heute auf morgen bereinigen können. Das wird seine Zeit in Anspruch nehmen. Wir müssen noch so viel aufarbeiten von dem, was wir die letzten Wochen, Monate, Jahre vielleicht nicht getan haben. Das müssen wir natürlich erstmal aufarbeiten. Das wird seine Zeit in Anspruch nehmen. Aber ich verspreche dir, nach einigen Monaten, sei es nach einem halben Jahr, spätestens nach einem Jahr, wirst du die Erfolge sehen und erkennen und du wirst halt auch merken, wie viele Bereiche gar nicht mehr so viel Zeit in Anspruch nehmen, weil sie einfach general überholt sind. Du musst auch da schon nicht mehr viel Zeit aufwenden und du hast dadurch natürlich auch immer mehr Zeit über. Früher habe ich 15 Minuten gebraucht, um nur ein einziges Fach zu bereinigen. Mittlerweile schaffe ich in 15 Minuten fast einen Schrank, weil da einfach nicht mehr so viel zu tun ist. Das ist meistens nur noch Körbe, alles klar, einmal kurz durchgucken, Sachen raus, auswischen, Sachen rein, Regal auswischen, Korb wieder zurück. Es ist ja schon grundlegend ordentlich. Deswegen dauert die Zonenreinigung auch nicht mehr an sich so lange. Je weiter du fortschreitest, bleibt dir immer mehr Zeit über, die du wiederum woanders in deinem Haushalt investieren kannst. Oder auch dann in anderen Bereichen deiner Zone dann stärker fokussieren kannst. Also es ist ein Prozess. Du musst diesen Prozess einfach stattfinden lassen, laufen lassen und du wirst dann halt die Erfolge dann einfach sehen. Ja, so viel dazu. Ich glaube und hoffe, ich habe jetzt nichts weiter vergessen. Falls ihr trotzdem noch Fragen habt, wie gesagt, lasst sie in den Kommentaren und wünsche dir ganz viel Erfolg beim Start mit der Fly Lady Methode. Glaub an dich, du wirst das schaffen. Wenn ich es geschafft habe, schaffst du das auch. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht, ein Abo dazulassen, damit unterstützt du mich. Das ist kostenlos für dich. Vergiss auch nicht das Däumchen nach oben und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann!